Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres ITS-Podcasts Talk Future. Mein Name ist Kai Hellwig, ich bin Projektleiter bei der ITS Hamburg 2021 GmbH und kümmere mich dort um die Öffentlichkeitsarbeit. Heute sind wir an einem ganz interessanten Ort, wie ich finde, nämlich der Hamburger Kunsthalle. Und ich habe das Vergnügen, heute mit dem Direktor der Kunsthalle, Herrn Dr. Alexander Klar, zu sprechen. Vielen Dank, dass wir heute hier sind. Eine Freude, hier zu sein. Willkommen. Mobilität der Zukunft ist aber auch ein wichtiges Thema für die Jugendlichen. Und deshalb werde ich heute unterstützt von unserer Young Mobility Reporterin Carla. Herzlich willkommen, Carla. Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein. Herr Dr. Klar, ganz erste Frage vorweg. Wir sind hier in der Kunsthalle in der gerade eröffneten Ausstellung Out of Space. Können Sie uns ein paar Stichworte, ein paar Sätze zu der Ausstellung sagen? Das kann ich. Es geht um Raum, Out of Space. Ja, wir sind die Galerie der Gegenwart. Das ist so, glaube ich, der zentralste Ort in Hamburg. Und der Bau selber ist von Oswald Matthias Ungers und da dreht sich viel um Raum. Das ist nämlich so eine Art Kaber, die hier in der Mitte sitzt. Und wir wollten halt mit der Kunst den Raum transformieren, denn es ist gar kein einfacher Raum, ist aber auch ein sehr schöner Raum. Man sieht ja, die Fenster sind um uns herum. Wir können auf die Mobilität hinter uns gucken. Und die Künstler sind gehalten, mit dem Raum umzugehen, aber auch mit dem Innen und Außen. Also das ist alles Kunst, die auch von außen sichtbar wird, die aber mit dem Außen auch spielt, wenn man drinnen ist. Es gibt Sound dabei. Hinter uns ist eine Arbeit von Angela Ansi, die hin und wieder auch klingt. Das Ganze soll eben tatsächlich auch so eine Art Plattform sein, wo man als Hamburgerin von außen mal reingucken kann und vielleicht aber auch reingeht, um nach außen zu gucken. Deswegen ist das vielleicht auch der geeignete Ort, um sich um Mobilität mal Gedanken zu machen. Absolut, ja, genau. Denn Mobilität hilft uns ja auch, durch den Raum uns zu bewegen. Was würden Sie sagen, Kunst und Mobilität, wo gibt es Überschneidungen, Ergänzungen zwischen diesen beiden Bereichen? Naja, Kunst bildet ja, also Gegenwartskunst bildet ja das Leben ab, wobei jede Kunst ist ja irgendwann mal gegenwärtig gewesen. Also Kunst widmet sich ihrer Zeit und da findet alles Ausdruck von menschlichen Gefühlen bis zu den umliegenden Dingen und Mobilität, Klimawandel, all das hat ja auch Ort in der Kunst gefunden. Raum, all diese Dinge werden von der Kunst behandelt. Es gibt nichts, was Kunst nicht behandelt. Deswegen ist es wahrscheinlich spannend, Kunsthistoriker zu sein. Man beschäftigt sich quasi über Bande mit sich selber. Deswegen interessiere ich mich eben halt auch nicht nur für Kunst, sondern eben auch für, wie der Mensch lebt, wie Gesellschaft funktioniert, wie Mobilität funktioniert. Deswegen möchte ich auch eben diesen Ort hier betreiben als einen Ort, wo man sich trifft und darüber diskutiert. Und Kunst ist oft mal so eine Art Sprungbrett für eine Diskussion. Also es gibt ja Kunstwerke, die so ein bisschen, keine Ahnung, skandalös sind und dann redet man drüber. Es gibt Kunstwerke, die irgendeine Idee aufgreifen und dann hat man etwas, worüber man nachdenken möchte. Und am Ende ist vielleicht Kunst auch so eine Art Hintergrund, vor der man toll über Sachen nachdenken kann, weil die Kunst so eine gewisse Autorität hat. Also hier sich zu streiten, das tut man immer kultiviert. Aber hier könnte man sich treffen mit Leuten, die nicht seiner Meinung sind und über Dinge nachdenken und vielleicht zu einem Konsens finden. All das kann Kunst. Das ist ja durchaus auch was wir im Bereich der Future Mobility, also wir reden ja über ITS, Intelligent Transport Systems, wo man auch über die Projekte auch sich streiten kann, wie weit hilft Digitalisierung, wo drin liegen die Gefahren, wenn man zum Beispiel an autonomes Fahren denkt etc. Insofern stimmt, das passt ziemlich gut. Wie kann Kunst Ihrer Meinung nach helfen, diesen gesellschaftlichen Wandel, insbesondere wenn wir gucken auf Klimaschutz, neue Mobilität, Digitalisierung, die Mobilitätswende hier in Hamburg. Wie kann Kunst da vielleicht helfen, zu unterstützen oder das auch zu begleiten? Naja, also Kunst macht jetzt erstmal per se die Welt nicht besser. Kunst ist erstmal, das sind die Dinge, mit denen sich der Mensch beschäftigt. Kunst ist das Bild einer Idee. Also bildende Kunst drückt etwas aus, was vorher ein Gedanke war. Aber ich glaube, mit der Kunst kann man viele Dinge tun. Also ich bin halt eben ein Mensch mit verschiedenen Ansprüchen und das ist schon immer interessant, wenn ein Museumsdirektor sich für so absurde Dinge wie Verkehr interessiert, dann denken die Leute, das ist absurd. Ist es aber gar nicht. Also ich bin halt jemand, der in der Gesellschaft lebt und ich nehme halt die Kunst noch quasi mit und sage, hier, es ist doch der Beweis, dass Kunst immer das Bessere will. Damit sollten wir vielleicht alle das Bessere werden und dann kann man manche Diskussion kann man schon quasi mit einem gewissen Rückenwind führen und da hilft Kunst. Aber per se ist Kunst erstmal Kunst und ist ihr eigenes Ding. Aber sie ist Ausdruck einer bestimmten Zeit und insofern hilft sie, glaube ich, auch bei Debatten. Spannend. Carla wird ab dem nächsten Semester
Kunst studieren. Genau. Warum hast du dich für den Studiengang entschieden? Ich glaube, für mich war Kunst immer schon so der Main Focus in meinem Leben und ich habe immer schon gerne mich kreativ ausgedrückt. Und dass es dann wirklich zu der Entscheidung kam, ich mache jetzt das Kunststudium, war schon so ein Prozess, weil es ja auch viele Studiengänge gibt, die ähnlich sind, die eher angewandt sind. Und ich war im Kunstprofil in der Schule und da haben wir ganz viel angewandt gearbeitet und irgendwie hat mir aber da das Freie gefehlt und darum habe ich mich jetzt entschieden, freie Kunst wirklich zu studieren, um da noch mehr zu lernen und mich also weiterzuentwickeln. Genau. Cool. Und du wirst nach Amsterdam gehen. Da hast du ja viele Mobilitätsfragen, die sich stellen, nämlich einmal zwischen Hamburg und Amsterdam und dann auch vor Ort ist Amsterdam natürlich auch, was Mobilität angeht, auch eine ganz spannende Stadt. Ja, auf jeden Fall. Genau, also Amsterdam hat sich für mich total gut angeboten. Zum einen, weil es irgendwie gut zu erreichen ist von Hamburg aus. Also wir haben ja da so diese Flixbusse, die regelmäßig fahren und das dauert auch nicht besonders lange. Das war irgendwie toll, dass ich so connected bleibe. Und ja, es ist eine spannende Stadt, auf jeden Fall. Wo siehst du, du wirst Kunst studieren und du bist Young Mobility Reporterin für unseren Young Mobility Instagram-Kanal auch tätig. Das heißt, du interessierst dich für Kunst und auch, wie Herr Dr. Klar ja auch, für Mobilität. Wo siehst du Überschneidungen, Zusammenhänge zwischen beiden Bereichen? Ich kann mich dem eigentlich so ein bisschen anschließen, glaube ich. Ich finde, Kunst ist eine ganz interessante Art und Weise, sich Realität anzugucken. Und wenn man sich ja auf die Zukunft bezieht, dann ist einfach Mobilität ein großes Thema gerade, weil wir versuchen irgendwie nachhaltiger zu werden, wir versuchen uns zu verändern und dieser Wandel ist spannend vor dem Hintergrund von Kunst anzugucken, finde ich. Also einfach so generell passt Kunst irgendwie auf jedes Thema so ein bisschen für mich. Ja. Gut, danke. Genau, jetzt kommt noch ein bisschen eine Frage von mir. Und zwar habe ich mich gefragt, ob du Künstler kennst oder dich mit Künstlern beschäftigst, die sich mit dem Wandel von Mobilität auseinandersetzen, in Arbeiten oder genau. In Ihren künstlerischen Projekten? Ja. Muss ich ein bisschen nachdenken. Also ich weiß zum Beispiel von Tino Segal, dass er, der ist ein Performer und lässt Sachen performen, dass er gesagt hat, er fliegt nicht mehr. Er ist aber teilweise in Australien, Japan und sonst irgendwo beschäftigt und reist da über Land hin. Und ich vermute mal, dieses Statement wird über kurz oder lang einfließen in Performances von ihm, bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube, was ein bisschen fehlt, ist so ein Bild von Mobilität. Also man kann als Künstlerin wahrscheinlich nicht so einfach irgendwas herstellen, was so eine direkte Frage beantwortet, wie geht Mobilität, was ist der richtige Schnitt zwischen welchen Verkehrsmitteln. Deswegen, nee, so direkt kann ich das nicht beantworten. Ja, aber das ist schon eine interessante Idee, diesen Künstler mal auszuchecken. Cool. Und so in Hamburg, ganz generell, wie würdest du die Mobilitätsmöglichkeiten beurteilen? Naja, vielleicht immer noch ein bisschen viel Auto wahrscheinlich. Wir haben hier vor der Tür zwei 8-spurige Autobahnen rumfahren, wo man sich schon fragt, ob das so sein muss. Und wenn man morgens da steht und sieht, wie da irgendwie jedes Auto von einem Menschen besetzt ist. Also prinzipiell finde ich es gut, der öffentliche Nahverkehr ist super. Ich habe das Glück, ich wohne in einem der Elbvororte und radel halt dann irgendwie an der Elbe zur Arbeit. Das ist 16 sehr schöne Kilometer hin und 16 schöne Kilometer zurück. Ich finde auch sehr schön mit dem Carsharing, das war das Erste, was ich geguckt habe, als ich hergezogen bin, gibt es hier Carsharing. Und ich muss sagen, ich bin nach Blankenese gezogen, als ich kam, gab es da noch nichts. Jetzt gibt es das da, das finde ich sehr lobenswert. Überhaupt also auch die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel ist in Hamburg schon ganz gut. Und ich finde es natürlich interessant, dass hier viele Fahrradwege entstehen. Ich bin aber eher so ein Freund von so Shared-Space-Konzepten, wo ich sagen würde, ich möchte auch auf dieser 6-spurigen Autobahn da fahren und sehe nicht ein, warum ich da Autos Platz machen muss. Also ich wäre eher für was anderes als Fahrradwege, weil das halt irgendwie, das ist so ein Reservat für Menschen. Aber prinzipiell, glaube ich, ist Hamburg ganz gut unterwegs, aber nicht so, dass man nicht noch was rausholen könnte. Ja, du sprachst es gerade an, hier auf der einen Seite haben wir die Bahngleise zum Hauptbahnhof hinführen, auf der anderen Seite eigentlich einen schönen Blick auf die Außenalster, aber dann halt auch die große Straße, die Riesenkreuzung, die wir hier haben. Welche Ideen hättest du, um hier Mobilität für die Menschen attraktiver zu gestalten? Ja, ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen. Auf der einen Seite muss man vielleicht Leuten klar machen, dass es kein Verlust an Lebensqualität ist, kein Auto zu haben. Also ich habe einen Führerschein, aber noch nie ein Auto besessen und meine Lebensqualität ist sehr hoch.
Ich glaube auch nicht, dass es billiger ist, ein Auto zu besitzen. Also ich glaube, es ist eindeutig billiger, keines zu besitzen. Aber dann ist es auch natürlich so, man muss auch lernen, dass Lebensqualität nicht von der Breite der Straße abhängt. Also nehmen wir diese Autobahnen da weg, hätte man da einen fantastischen Bereich für alle Menschen zum Flanieren, zum Laufen, zum Sein, zum an Strand gründen. Und wenn man denn da langfahren wollte, warum nicht tatsächlich mal wieder so was Old-School-mäßiges wie eine Tram einführen? Also es gibt in Frankreich fantastische, schicke, wunderschöne Straßenbahnen. In Deutschland sind die irgendwie unter die Räder der Autolobby geraten. Jeder möchte irgendwie mit seinem schicksten Auto rumfahren. Wenn es aber schicke Straßenbahnen für alle gibt, in die Fahrräder rein können. Also das ganze Netz ist eigentlich da. Jetzt muss man halt einfach der Menschheit deutlich machen, dass es so viel schöner ist ohne den Besitz des eigenen Autos. Ich habe jahrelang in einem Viertel gelebt, wo die Leute sich abends um ihre Parkplätze geklopft haben. Man fragt sich, ob ihr noch nicht gemerkt habt, dass ihr 20 Minuten am Tag mit Parkplatzsuche verbindet für eine Fahrstrecke von auch nur 20 Minuten. Also ich glaube, man muss einfach ein bisschen den Individuen um sich herum klar machen, dass das Auto in der Stadt keine gute Lösung ist. Und das wäre so ein Start, glaube ich. Ja. Man könnte vielleicht auch irgendwie an kreative Möglichkeiten denken, wie man so die verschiedenen Kunstinstitute in Hamburg verbinden könnte. Vielleicht so eine Schwebebahn, die zwischen den Deichtorhallen und der Kunsthalle hin und her führt. Das wäre cool. So Fahrrad, also ich finde Rikscha gar nicht schlechtes, wenn irgendwie klar ist, dass der vorne sitzt, irgendwie nicht Mindestlohn bekommt. Also es gibt viele verschiedene Dinge, dass man... So als Studentenjob oder so? Das ist zum Beispiel was, also es gibt ja die Kunstmeile hier, also zwischen den Deichtorhallen, dem Museum für Kunst und Gewerbe, Bucerius Kunstforum, dem Kunstverein und uns, gibt es eine Verbindung und wir denken die ganze Zeit darüber nach, wie wir uns verbinden. Und das größte Problem ist der Glockengießer Wald, wo kein Mensch langlaufen möchte, weil alle lang fahren. Und da wäre eine Schwebebahn. Ja, also interessant. Ich meine, wir reden über Future Mobility. Ja, der ITS-Weltkongress, der im Oktober hier in Hamburg stattfinden wird, dreht sich um die ganzen Themen, wie kann Digitalisierung uns helfen, den Verkehr und die Mobilität für Waren und für Menschen besser zu gestalten. Und da gibt es sehr, sehr viele auch kreative Ansätze. Nicht? Ich meine, E-Rikscha ist gerade ein Test, auch hier in Hamburg. Und Sie sind ja du bist ja leidenschaftlicher Fahrradfahrer auch. Es gibt viele Projekte, die sich um das Zusammenspiel zwischen Fahrrad und Auto kümmern. Zum Beispiel haben wir Abbiegeassistenten, die LKWs und Busse und Autos warnen sollen, wenn sie abbiegen, ob da ein Fahrradfahrer kommt, um einfach das Miteinander auch durch digitale technische Lösungen verbessern sollen. Und ich glaube, das ist ganz spannend. Also wer Interesse hat, übrigens an der Stelle gesagt, am 14.10. Haben wir auf dem Weltkongress den Public Day. Da könnt ihr und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion gerne kommen und sich diese ganzen Projekte, die hier auch in Hamburg schon laufen, auch mal live anschauen und in der Stadt. Und ich bin sicher, mit den Ergänzungen städtebaulichen Ideen, die du auch hast, können sich da tatsächlich ganz neue und spannende Mobilitätskonzepte auch ergeben. Auf die Kunsthalle, weißt du ungefähr, wie der Mobilitätsmix ist, wenn wir auf die Kunsthalle gucken, wie die Leute heute herkommen? Also ist ganz schön, wir haben ein Parkhaus hier drunter, was ja für ein Kunstmuseum irgendwie witzig ist. Das wollen wir im Übrigen umrüsten auf eine E-Ladestation, weil Gott sei Dank unsere Besucherinnen, die doch sag mal, durch die gesamte Bevölkerungsschicht durchgehen, immer weniger mit dem Auto kommen. Das heißt also, die Auslastung dieses Parkhauses könnte aus sag mal, finanzieller Sicht besser sein. Das freut uns aber auch gleich, weil es sagt uns, viele Leute kommen eben nicht mit dem Auto, die kommen zu Fuß, kommen mit der Bahn. Der Bahnhof ist hier gleich um die Ecke. Also eine richtig statistische Erhebung habe ich nicht, aber ich kann aufgrund schlicht der Erfahrung des Blicks ins Parkhaus sagen, wir haben einen hohen Anteil an Menschen, die anders kommen. Ich würde aber gerne die Fußgänger vom Jungfernstieg bis hierher bekommen und dazu muss halt der Glockengießer Wall weg. Dann, glaube ich, wäre das Fußpublikum noch deutlich höher. Also wenn du einen Wunsch hättest, die Mobilität zur Anreise zu verbessern, dann wäre es tatsächlich... Ich würde gerne aus der Kreuzung vor der Galerie der Gegenwart einen Strand machen. Das wäre so ein bisschen ein Traum von mir. Ein anständiger Blick auf den Sonnenuntergang. Das ist so viel verschwendete Fläche, die man viel besser nutzen könnte. Das wäre wirklich ein Wunsch, den ich hätte. Cool. Was sagst du dazu, Carla? Strand klingt gut, auf jeden Fall. Ja. Mitten in der Stadt ein Strand, ich wäre dabei. Sehr gut.
Alexander, lass uns kurz über deine persönliche Mobilität sprechen. Wir haben gesagt, also du hast gesagt, du fährst zur Arbeit immer mit dem Fahrrad, aber wenn wir jetzt mal so deine Alltagsmobilität angucken, wie intermodal bist du unterwegs? Ich glaube sehr. Also ich habe ja kein Auto, das heißt, also wenn der Fall eintritt, dass man ein Auto braucht, was zum Beispiel, wenn man halt irgendwie aufs Land fährt, macht das schon Sinn. Da ist der öffentliche Nahverkehr ein bisschen ausgedünnter. Dann mietet man sich halt etwas. Da schaut man einfach, was ist im Angebot. Dann schaut man, dass man halt E-Autos bekommt und solche Sachen. Im täglichen Leben habe ich ein Fahrrad. Wir als Familie haben ein Lastenrad, ein E-Lastenrad, was in Blankenese hilft, weil da gibt es den Gießhang, den man irgendwie rauffahren muss. Man muss nur alle halbe Jahre irgendwie die Bremsen austauschen. Was verwende ich noch? Also fliegen tue ich tatsächlich eigentlich wirklich fast nicht mehr. Wir haben hier im Haus beschlossen, dass also innerhalb Deutschlands grundsätzlich nicht geflogen wird. Ich fahre demnächst nach Prag, da fahre ich 6 Stunden Zug. Das finde ich aber absolut okay, weil man kann dann nämlich arbeiten derweil. Ich würde gerne mehr Schiff fahren, aber wenn man so auf die Elbe blickt, stellt man fest, die fahren noch mit den falschen Betriebsmitteln. Also so eine Segelbootverbindung nach Edinburgh könnte ich vielleicht noch gut finden. Also ich denke, da muss sich einfach vielleicht noch wirklich viel ändern. Gerade für so eine Hafenstadt wie Hamburg wäre wahrscheinlich die Mobilität auf dem Wasser mal so ein Blick wert. Was verwende ich noch? Ich glaube, jetzt habe ich alle Möglichkeiten. Tretroller verwende ich nicht, weil die finde ich irgendwie, keine Ahnung, nicht nett. Vor allem, wenn man die Hälfte von ihr aus der Elbe fischen muss. Aber ich sehe ein, das ist vielleicht auch kein schlechtes Verkehrsmittel. Also es sieht flink und zügig aus. Ja. Aber im Großen und Ganzen, also und na, klar, im Winter gerne auch mal S-Bahn, wenn es mir dann doch zu viel regnet. Ich glaube, ich benutze alles, außer ich bin noch nicht Stand-up gepaddelt hier. Das kann ich aber definitiv empfehlen. Also gerade Das hole ich wenn man nach. als, Leute, hast du das schon mal gemacht? Ich habe es auch noch nie gemacht, aber ich denke, jeden Sommer eigentlich müsste ich es mal machen. Das sollten wir vielleicht das mal. ist total cool. Also, Einmal soll für auch die so Alster. Spaß machen. Ja, genau. Ja, cool. Wenn du die Mobilität, das Mobilitätsangebot auch hier in Hamburg mal vergleichst, du warst vorher in Wiesbaden, du warst auch mal in New York, habe ich gelesen. Wie schätzt du Hamburg da ein? Wie beurteilst du? Gut, ziemlich gut. Also der Takt ist super. Also mir ist mal aufgefallen, ich bin jetzt nicht so Nachtschwärmer, ich habe 2 relativ junge Kinder noch, das heißt, ich habe das Angebot der S-Bahn nach Blankenese um 2 Uhr nachts noch nicht ausgetestet, das müssen andere wissen, aber jetzt so untertags finde ich das super. Mir fehlt jetzt auch nicht irgendeine Ringbahn, die man um Hamburg legen müsste. Ich komme sehr gut zurecht und halt auch, sag mal, direkt vom Hauptbahnhof, der irgendwie der ausgelastetste Bahnhof Deutschlands ist, in die Welt, das ist super. Ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht. Ich kam ja noch aus dem Rhein-Main-Gebiet und der Flughafen, der kam ein bisschen minüskül vor, als ich anfing. Mittlerweile denke ich, das ist ehrenwert, dass Hamburg keinen großen Flughafen hat. Das ist voll okay. Und die Flugzeuge, die da fliegen, das ist halt schon sinnvoll, wenn man irgendwie doch mal einmal im Jahr nach Amerika fliegen muss, weil es sinnvoll ist und über Zoom nicht zu machen. Und dann ist schon gut, wenn man einen Flughafen hat. Cool. Vielleicht als letzte Frage, wenn wir über Future Mobility so richtig in die Zukunft denken, was was würdest du dir wünschen oder wie guckst du drauf? Also wirklich mal so Richtung hin autonomen Fahren, Hyperloop. Was denkst du wird passieren und was findest du gut? Wovor hast du vielleicht? Gosh, das ist die Frage an die Zukunft. Hyperloop, was ist Hyperloop? Die Röhre, ne? Wo man okay. in einer Röhre dann über ein Vakuumsystem so durchgeschossen wird. Boah, cool, das lerne Also ich es jetzt ist zum ersten Mal. Zukunftsprojekt. Oder autonomes Fahren. Also tatsächlich, ich finde jetzt hier an der Nordsee seiend die Sache mit der Meeresbesegelung ganz interessant. Also ich finde halt irgendwie wegzukommen von irgendwelchen dieselbetriebenen Großschiffen hin zu irgendwas anderem, das fände ich spannend zu beobachten. So in der täglichen Mobilität bin ich irgendwie ganz zufrieden. Vielleicht sollte man nicht zufrieden sein, damit es immer noch besser wird, aber ja. Individuelle Bewegungsfreiheit für alle wäre mein Traum. Super. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für unser kurzes Gespräch zum Thema Mobilität, Future Mobility. Ich würde mich freuen, wenn ich dich und bei der Young Mobility Community gehe ich sowieso davon aus, dass ihr zum ITS-Weltkongress kommt, am 14.10. in Hamburg Public Day, für alle kostenlos. Vielen, vielen Dank, dass wir uns hier treffen konnten und für den schönen Austausch. Mir bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, schalten Sie nächsten Monat wieder ein zur nächsten Folge von unserem Videopodcast Talk Future. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.